Heute fahren wir 8 Kilometer von der Skilly weiter Richtung Gletscher. Ist eigentlich ein auch ausgestellter Wanderweg, aber wir haben gelesen, hier gibt es eine Offroad-Strecke. Also für das eher ein Spaziergang. Haben wir uns entschieden, mit dem Fahrrad hin zu fahren, dort zu campen und dann nochmal irgendwie hoch zu wandern. Mal schauen, ob wir Lust haben, Energie haben. Gestern war doch ganz schön anstrengend. Der Weg ist auch ganz schön beschwerlich. Es geht gerade mal ganz interessant. Autos lang, Pferde lang, Fußgänger lang, Fahrradfahrer lang. Das ist ganz cool. Ja, Schneereste. Mal gucken, wie weit der Gletscher noch bis unten geht, wie weit man da hochwandern muss. So wie man hier schon sieht, Flussdurchquerung. Das ist ganz schön tief, würde ich sagen. So, da sind wir auf dem Weg zum Gletscher. Mal ein ganz guter Blick heute. Ja. Aber der Weg ist ganz schön anstrengend. Ja, schon bestimmt 4 Flussdurchquerungen. Modder, Steine, steil schieben. Dann Gesichtsausdruck. Da oben ist der Gletscher. Da sind wir am Gletscher. Am Gletscher trafen wir auf eine Familie, welche ihr Mittag mit uns teilte. Lecker hausgemachter Khachapuri von ihrer Gastfamilie. Aber es war schon später am Nachmittag und der tägliche Regen war am Anmarsch. Leider konnten wir keine regensichere Campstelle finden und entschieden uns den Rückweg anzutreten. Es regnete in Strömen, hagelte und donnerte ohne Ende. Außerdem wurden die überquerten Flüsse um einiges tiefer. Es wurde ein echtes Abenteuer. Am Anfang des Tales angekommen, stellten wir uns erst einmal unter. Marina und Gerd, welche gerade mit ihrer Wäsche auf dem Weg zurück zu ihrem mobilen Heim waren, luden uns direkt zum Abendbrot ein. Nach dem Frühstück geht es weiter Richtung Zagaro-Pass auf 2621 Meter. Wir sind gespannt. Ich dokumentiere den Anfang unserer, also die Moral, am Anfang unserer 100 Kilometer Offroad-Strecke mit 30 Kilometer Baustelle. Zum Glück nur einem Pass und dann geht es graduell nach unten. Schauen wir bitte her. Noch glücklich. Dich kriegen wir noch zur Offroad-Fahrerin, bevor wir nach... Einmal Regensachen an, einmal Regensachen aus. Nach nicht mal 5 Minuten, glaube ich. Aber da wir jetzt so lange warten, glaube ich, kommen die Wolken gleich wieder und regnen uns gleich wieder ein. So, da kommt schon das Baustellenfahrzeug. Das lassen wir noch vorbei. Und da hängen wir uns dran, würde ich sagen. Bis oben. Nicht? Du guckst zu. Da es immer wieder abwechselnd Sonne und Regenschauer gibt, passen wir dementsprechend unsere Kleidung an. Das kann nach ein paar Wiederholungen recht anstrengend sein. Lohnt sich das noch? Auszuziehen? Immer. Wir entscheiden uns, diese herrliche Kulisse länger zu genießen und verbringen die Nacht auf dem Pass. Gipfelbier. Derselbe kam auf den Weg gewandert waren. Achtung, ich muss mal hier rüberrollen. Okay.
Unsere grandiose Aussicht am Abend. Hier auf dem Pass, auf dem Gulli-Pass, 2650. Nee, ich dachte. Ja. Die Sonne lag, keine Wolke in Sicht. Dafür schneebedeckte Berge. Ganz schön kalt war es heute Nacht. Das ist ja Hammer. Yay! Boah! Da sind wir schon bei der Abfahrt. Haben wir nochmal so einen kleinen Schneebildfahrt. Da sieht man mal, was im Winter hier so los ist. Was aktuell los ist. Nicht viel auf den Straßen. Nee. 2 Fahrzeuge haben wir gesehen bisher. Fuhren auch alle in unsere Richtung. Schon ordentlich hier Schnee da. Könnte man eine Schneeballschlacht machen, eine Eisballschlacht wahrscheinlich. Hier kommen wir an Zana vorbei, dem ersten Dorf hinter dem Zagaro-Pass. Ein idyllisches Bergdorf, weit entfernt von der Zivilisation. Es schaut zumindest noch bewohnt aus. Von der Baustelle, von der 30 Kilometer langen Baustelle, haben wir schon geschafft. Ja, bis jetzt ging es schon. Ich zeige euch mal hier den Weg. War vorhin noch etwas modriger. Aber schön eingeschnitten auf jeden Fall. Schön den Fluss. So, hier war wahrscheinlich wieder mal die Straße verschüttet.
jeder Brücke findet man hier so ein Zeichen. Ja, und das sieht hier ganz interessant aus mit dem verfallenen Turm und dem Kreuz. Deswegen wollten wir jetzt hier mal schauen. Der Fluss wird auch immer breiter. Da kommt man nicht mehr so einfach drüber ohne Brücke. Aber eine solide Stahlbrücke. Naja, Nee? die Füße noch nicht so ja. Alt aus, aber steht. Mal hier unten die schöne Wiese. Nee, ich hatte zu Würde ich schön finden, wenn wir da unten zelten. Wir können nochmal hintergehen, aber dann haben wir ewig keine Sonne morgen früh. Wir haben einen weiteren Wasserfall gefunden. Aus der Stelle 800 Meter hier hoch. Das ist nicht steil, vermute ich. Fahrräder bleiben hier unten. Sind bereit zum Abmarsch. Es lächelt. Soll ich den Rucksack mitnehmen? Nee, wir gehen jetzt los. Brauchen nichts mitnehmen weiter. Das auf alle Fälle. Los geht's. Da sind wir an den Wasserfällen angekommen. Mehrere Stufen. Das ist doch schön, oder? Ja, Oh komm, da hätten wir was verpasst. aber rein nicht schlecht. Das stimmt. So, da kommen wir vom Wasserfall schön abrecht zurück. Und hier sieht man irgendwie so grüne, rotes, keine Ahnung, Moos. Also es ist echt genial, das habe ich noch nie gesehen irgendwie. Das ist Sache. Ja. Ja, weil die Straße so uneben war. Nee, dass das Fett so richtig schön gekühlt wird.